Warum soll ein Straftäter bestraft werden? Auch wenn die Antwort auf den ersten Blick eindeutig erscheinen mag, so wird sie bei genauerem Hinsehen doch unterschiedlich beantwortet. Man spricht von verschiedenen Straftheorien. Die absolute Theorie der Strafe besagt, dass mit der Strafe kein Zweck verfolgt werden kann. Die Berechtigung, jemanden zu bestrafen, rührt allein aus der Tat des Täters. Die Tat muss gesühnt und vergolten werden, weil ein Unrecht begangen wurde. Strafe ist nach der absoluten Theorie rückwärtsgewandt, das heißt vergangenheitsorientiert. Alle relativen Straftheorien schreiben der Strafe einen Zweck für die Zukunft zu. Die Strafe soll verhindern, dass zukünftig weitere Strafen begangen werden. Wie dies erreicht werden soll, wird unterschiedlich beantwortet. Wird eine Strafe verhängt, so wirkt dies auf die Allgemeinheit. Sie wird abgeschreckt, weil sie sieht, dass eine Straftat nicht ohne Folgen bleibt. Andererseits wird aber auch das Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit bestärkt, weil der Verbrecher verurteilt wurde und so alle erkennen können, dass das Recht Gültigkeit hat. Natürlich soll aber auch auf den einzelnen Straftäter direkt eingewirkt werden. Durch die Strafe soll er selbst abgeschreckt werden, nochmals eine Straftat zu begehen, da er gesehen hat, welche Konsequenzen dies haben kann. Man spricht hier von negativer Individualprävention. Aber auch beim Einzelnen soll die Strafe gleichzeitig eine positive Wendung bewirken. Der Täter soll durch die Strafe zu der Einsicht gelangen, dass er Unrecht getan hat und auf diesem Wege und durch entsprechende Unterstützung wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Fachleute sprechen von Resozialisierung. Bei schweren Straftaten lässt sich noch ein dritter Strafzweck unterscheiden, der direkt auf den Straftäter gerichtet ist. Die Sicherung der Allgemeinheit vor dem Täter durch den Entzug der Freiheit. Wegschließen. Bei einer weiteren Unterart der relativen Straftheorien handelt es sich um den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Hierbei einigen sich Täter und Opfer auf eine Art Kompromiss, mit dem beide Parteien leben können. Dieses Verfahren hat neben der Findung einer Lösung auch noch den Nebeneffekt, dass sich der Täter konstruktiv mit dem Verbrechen auseinandersetzt und sich in die Lage des Opfers versetzt, was den Reueprozess verstärken kann. Oft hilft ein solches Versetzen in die Gedanken der Gegenpartei mehr als eine Strafe. Die Gerichte verfolgen in der Regel mehrere Theorien gleichzeitig, Vereinigungstheorie, wobei sie jedoch je nach Schwere der Tat und der Schuld Schwerpunkte setzen.